Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir wollen heute mal mit euch zusammen versuchen, ein Monitoring-System für eure Miner zu Hause zu installieren bzw. auf die Beine zu stellen. Es gibt ein kleines Open-Source-Projekt, das nennt sich Uptime Kuma. Das heißt, mit diesem Tool, das ist jetzt die GitHub-Seite, so sieht das dann zum Schluss auch aus. Mit diesem Tool habt ihr die Möglichkeit, eure Hardware, die zu Hause läuft, also eure Debian-Projekte, eure Miner, eure Bitcoin-Miner, je nachdem, was läuft, zu monitoren, zu gucken, ob die online sind, gucken, ob die offline sind, gucken, ob die erreichbar sind. Und das kleine Tool werden wir jetzt mal versuchen zu installieren. Ja, ich nutze dafür einen bereits bestehenden Crank-Miner, liegt halt eben daran, weil da Linux drauf ist. Das heißt, ein Linux-System sollte funktionieren. Das Ganze kann natürlich auch mit dem Raspberry Pi und so weiter nachgebaut werden. Wir gucken jetzt einfach mal, ob es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Ja, und zwar Wingbits läuft ja auf einen von unseren Crank-Minern und ich brauche halt eben dazu die IP-Adresse. Das heißt, mit dieser IP-Adresse gehe ich per SSH quasi drauf auf den Miner, quasi auf die PowerShell bzw. auf die Befehlskonsole. Man kopiert einfach nur die IP-Adresse hier rein in PuTTY. Also ich nutze dafür PuTTY. Ihr könnt natürlich auch ganz normal den Zugriff drauf machen über eine Command-Line, wenn SSH soweit funktioniert. Gehe jetzt auf Open, das heißt, jetzt werden hier die Login-Credentials abgefragt. Also es ist ja so, ich mache das mal, das ist halt eben ein bisschen besser zur Sicht wahrscheinlich. Das heißt, wenn ihr noch Crank installiert habt, gebt jetzt hier als Name Crank ein und halt eben auch das Crank-Passwort. Ich muss mal gucken, sollte auch jedem bekannt sein. Ich glaube, jetzt habe ich mich vertippt. Ich gucke einfach mal. Ja, ich habe mich vertippt. Ich sehe gerade, dass ich im Pfeil drüben eingefügt habe. 0N3. Schauen wir mal, was funktioniert. Genau, jetzt sind wir quasi drauf. Das heißt, wir sind jetzt auf dem Raspberry drauf, beziehungsweise auf den Crank Miner ist er quasi in Linux sozusagen drunter. Ja, als nächstes möchte ich diesen Docker installieren. Das heißt, eine Grundvoraussetzung ist, dass ihr Docker auf eurem Miner installiert habt. Solltet ihr Docker nicht installiert haben, müsstet ihr eventuell den Docker nochmal nachinstallieren. Das heißt, wenn ihr einen Fehlermeldung bekommt, dass kein Docker installiert ist, dann packt ihr diesen Befehl rein. Das heißt, dann wird dementsprechend Docker installiert, beziehungsweise vorher ist noch curl notwendig. Das packe ich euch aber in die Videobeschreibung nochmal rein, falls es bei euch im ersten Anlauf nicht funktioniert. Ja, als nächstes möchte ich Kuma installieren. Das bedeutet, ich nehme einfach mal den Installationspfad sozusagen, beziehungsweise den String. Ihr findet das alles hier dementsprechend auf der Kuma-Seite. Das heißt, hier, das ist quasi der Installationspfad, also der Docker, den ihr installieren müsst, damit das Ganze funktioniert. Wir switchen dazu einfach wieder zurück, kopieren das hier rein und drücken auf Enter. So, jetzt seht ihr hier Permission denied, das heißt, ich habe keine Rechte dazu. Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich noch das sudo davor setzen. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich packe jetzt mal sudo davor, quasi als Administrator. Versuchen wir es halt eben nochmal. Genau, und ihr seht hier, jetzt fängt er an die Installation. Das heißt, ihr seht, jetzt geht es quasi sozusagen los. Wichtig ist hier das Port 3001, das werden wir gleich nochmal brauchen sozusagen, um halt eben auf die ganze Installation zuzugreifen. Also ihr seht, momentan ist es noch am Installieren. Es dauert halt eben einen kleinen Moment. Und wie ich es ja eben schon gesagt habe, ich werde euch den Installationsstring sozusagen und auch die Docker-Installation, die Befehle packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung rein, damit ihr halt eben das Ganze zu Hause nachbauen könnt. Ich hatte es ja eben schon gesagt, um die Installationszeit jetzt mal ein bisschen zu überbrücken, es läuft einmal auf fast jeden oder eigentlich auf jedem Linux-System, auf Minern, wo ihr per SSH zugreifen könnt. Also alles, was mehr oder minder eine Linux-Betriebssystem drauf hat, da funktioniert das Ganze. Ich weiß gar nicht, Windows habe ich glaube ich auch gesehen, aber da jetzt nochmal extra einen Windows-Rechner laufen zu lassen wegen dem Monitoring, finde ich jetzt nicht so gut, weil die kleinen Linux-Kisten, der Miner läuft ja so oder so. Von daher einfach drauf installieren, fertig ist. Ihr seht es hier, es ist aktuell noch am Installieren. Extracting, das heißt, wird gerade entpackt sozusagen. Es dauert halt eben noch einen kleinen Moment, bis die ganze Geschichte fertig ist. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz anhalte oder ob ich euch weiter zulabern soll. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. So, was haben wir jetzt hier für einen Status?
Genau, wir haben jetzt hier schon mal einen SAA, das sieht alles schon mal ganz gut aus. Jetzt ist er fertig. Das heißt, jetzt ist die Installation fertig und theoretisch, wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert. Wir werden es jetzt halt eben einfach mal testen, ob es funktioniert. Wir gucken einfach mal. Also normalerweise müsste das jetzt so sein, dass ich jetzt hier unter die IP-Adresse einen Doppelpunkt setze und dann die 3001 eingebe und dann schauen wir mal, was passiert. Ah, es ist da. Es hat funktioniert. Also wie gesagt, ich habe es vorher noch nicht getestet. Von daher gut funktioniert. Jetzt erstellt ihr euch hier quasi einen Benutzer-Account. Ich nenne einfach meinen mal CryptoStars, Passwort. So, geht man nochmal neu ein. Das Passwort kennt ihr ja. Und dann geht man hier dementsprechend auf Erstellen. So, das heißt, jetzt haben wir hier schon mal quasi das Dashboard. Ich hätte es idealerweise gern im Dark Mode, wenn das geht. Irgendwie habe ich mal gesehen, soll hier auch eine Einstellung sein, dass man halt eben den Dark Mode einstellen kann. Finde ich natürlich irgendwie ein bisschen besser. Muss ich mal gucken. Bup, 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 bup. Oder macht es halt eben browserbasierend. Sieht auf jeden Fall besser aus, wenn ihr es dementsprechend im Dark Mode eingestellt habt. Also wie gesagt, ich habe vorher damit noch nicht gearbeitet. Das heißt, es ist jetzt quasi die erste Installation. Ja, aber das scheint schon mal soweit ganz gut auszusehen. Ja, wir wollen quasi einen neuen Monitor hinzufügen. Das bedeutet, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mehrere Monitoring-Typen auszuwählen. Das heißt, ihr seht jetzt hier zum Beispiel HTTPS, TCP-Port, Ping, Suchwort, JSON-Abfrage, Docker-Container, DNS und so weiter. Also hier geht einiges. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Profi-Programm wie zum Beispiel Nagios oder CheckMK. Die Features bringt natürlich Kuma nicht mit. Nichtsdestotrotz für die Anwendung, was ich haben möchte, reicht es vollkommen aus. Ja, der einfachste Weg, um ein Monitoring halt eben durchzuführen, wäre zum Beispiel ein Ping. Das bedeutet, das Gerät wird angepingt, ihr könnt den Intervall einstellen und das Gerät meldet zurück, ob es da ist oder nicht. Das heißt, ob es online ist oder nicht. Dann nehmen wir zum Beispiel mal Wingbits, das hatten wir eben. Und der Hostname ist die IP-Adresse. Ja, das heißt, von eurer Wingbit-Station, beziehungsweise von meiner, also 192.168.178.38. Das wäre jetzt quasi bei mir zu Hause. Wir sind im lokalen Netz unterwegs. Ihr seht das nochmal an 192.168. Gebt quasi den Hostname ein. Dann die Prüfintervall. Hier stellen wir einfach mal runter auf 30 Sekunden. Hier könnt ihr nochmal einstellen, wie oft das wiederholt werden soll, bis der Dienst als offline angezeigt wird, 0. Das heißt, wenn ihr jetzt 1, 2 oder 3 einstellt, dann wird nach 30 Sekunden nochmal geprüft und nach 30 Sekunden nochmal geprüft. So läuft das Ganze halt eben dementsprechend ab. Es gibt einen ungepackten Modus, ihr könnt ja noch die Paketgröße einstellen. Wir lassen aber mal alles auf Default. Wir gehen auf Speichern. Das heißt, jetzt seht ihr hier sozusagen schon mal das Monitoring. Ihr seht hier quasi Wingbits. Und das Ding ist sozusagen da. Wir werden halt eben nochmal, hier seht ihr Ping-Durchschnittsgeschwindigkeit, das Ganze ist dementsprechend aktiv. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir wollen noch mal einen zweiten hinzufügen und zwar, den nehme ich jetzt mal in der Hand, muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir fügen noch mal einen Monitor hinzu, damit wir ein bisschen was als Vergleich haben. Machen hier dementsprechend auch mal einen Ping. Nennen das Ganze jetzt mal, ist ein Miner, ist ein BitX 1366. Hostname ist wieder die IP-Adresse, also quasi bei mir wieder lokal 192.168.178.96. Jetzt machen wir hier auch mal den Prüfintervall drauf von 30 Sekunden. Ihr seht hier, Prüfintervall läuft dementsprechend mit. Gehen auf Speichern und jetzt haben wir quasi auch den BitX 1366 mit im Monitoring. Ja, das heißt, ihr habt das jetzt quasi im Griff. Das Ganze kann man natürlich noch besser einstellen. Ich muss mal ganz kurz den BitX wegrücken. Den habe ich natürlich jetzt so ein bisschen blöd
bei mir am Tisch installiert. Seht ihr jetzt hier die beiden und ihr seht, das Monitoring funktioniert. Das heißt, der Wingbits ist quasi online und der BitX 1366 ist auch online. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, um es noch ein bisschen bequemer zu machen, in Anführungsstrichen, euch eine Statusseite zu erstellen. Ihr seht hier schön, wie das sieht gut aus, gell? Und ihr habt auch die Möglichkeit über dieses Dashboard beziehungsweise überall, also auf jeden Rechner, wo quasi ihr euer Heimnetzwerk habt, also in der Stube, überall, wo ihr mit eurem Netz verbunden seid, habt ihr die Möglichkeit, die Seite aufzurufen. Ihr geht hier auf Statusseite, ihr könnt hier quasi eine neue Statusseite erstellen. Wir nennen das jetzt Ganze mal Deepin. Ihr habt natürlich noch eine Möglichkeit, im später das Ganze zu ändern. Deepin. Und dann wird halt eben die Statusseite erstellt. Wir klicken jetzt einfach mal auf Weiter. So, jetzt hat die angezeigt, nur Slack. Ja, ich habe damit, wie gesagt, noch nicht gearbeitet. Wir machen nochmal eine Aktualisierung. So, schauen wir nochmal zurück. Genau, wir probieren es nochmal. Deepin und Deepin. Mal gucken, ob es funktioniert. Das Slack ist bereits vorhanden. Machen wir mal Deepin 2. Gucken, was passiert. Genau, jetzt haben wir die Seite erstellt. Also wie gesagt, ich habe vorher damit noch nicht wirklich gearbeitet. Von daher will ich es jetzt einfach mal so ausprobieren. Ihr seht jetzt hier quasi, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel Erscheinungsbild machen wir jetzt mal auf dunkel. Das sieht natürlich jetzt auch meines Erachtens noch besser aus. Wir können jetzt die Seite hier noch ein bisschen editieren. Das heißt Beschreibung, Fußzeile etc. hinzufügen. Dann könnt ihr hier eine Gruppe hinzufügen, Dienste meinetwegen oder einen Monitor. Das heißt, entweder ihr könnt Gruppen einrichten oder einen Monitor direkt selber. Ihr seht hier, wir haben einmal den BitX 1366 und Wingbits. Das habe ich jetzt hier dementsprechend hinzugefügt. Und dann geht ihr letztendlich auf Speichern. Das heißt, jetzt ist eure Statusseite fertig und ihr könnt die ganz normal aufrufen. Ich mal gucken, ob ich das irgendwie zeigen kann, wie das jetzt aussieht von der URL her. Weil ihr seht ja jetzt quasi nicht, was ich sehe. Und zwar die URL. Das heißt, ich hatte es ja eben schon gesagt, wir sind auf der 3001. Das heißt, diese URL ist euer fertiges Dashboard. Das heißt, einmal die IP-Adresse von eurem Miner sozusagen, wo das drauf installiert ist, das Port 3001 Status Deepin 2. Das heißt, mit dieser URL habt ihr überall die Möglichkeit, bei euch zu Hause das Monitoring zu betrachten. Das heißt, ihr könnt es euch kopieren, ihr könnt zu Hause ihr könnt am Handy schauen, sobald ihr zu Hause auch ein eigenes Netzwerk drin seid, seht ihr das dementsprechend. Ne? Und es gibt noch viel mehr Einstellungen, die ihr da dementsprechend machen könnt, aber ich denke mal, im Groben und Ganzen sollte das Prinzip klar sein. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Und zwar, ich nehme jetzt mal den BitX 1366 und ziehe einfach mal einen Stecker von dem Teil. Das heißt, ab jetzt ist er quasi offline. Das heißt, es müsste theoretisch gesehen gleich, also innerhalb von 30 Sekunden müsste eine Meldung kommen, dass das Gerät nicht da ist. Das heißt, wir müssten halt eben mal ein paar Sekunden warten, bis der nächste Intervall kommt. Normalerweise sollte sich die Seite auch automatisch aktualisieren. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das ausprobiere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, nur halt eben gucken, wie es jetzt halt dementsprechend aussieht. Also wir gucken mal, also ihr seht es hier, noch passiert hier dementsprechend nichts. Ja, und jetzt müssen wir halt eben, wie gesagt, die 30 Sekunden einfach abwarten. Und ja, ich möchte nicht wieder zu viel schwafeln, wir warten einfach kurz ab und ich mache weiter, wenn es halt eben angezeigt wird. Ja, ich sehe es jetzt auch gerade hier unten, ja, wie gesagt, ich arbeite jetzt auch zum ersten Mal mit diesem Monitoring-System, das heißt, die nächste Aktualisierung, seht ihr hier unten, läuft gerade runter, ist noch ein bisschen her. Das bedeutet, das kann man sicherlich auch irgendwo einstellen. Mal gucken, ob man hier die Statusseite bearbeiten kann. Ihr seht es jetzt hier zum Beispiel, wir haben jetzt keine 100%ige Erreichbarkeit mehr, weil quasi der Miner online ist. Ich muss mal gucken, ob man hier eventuell die Möglichkeit hat, das noch einstellen zu können. Ich bin mir sicher, dass das irgendwo funktioniert. Gehe nochmal auf Speichern und ihr seht jetzt hier, hier unten läuft es wieder runter, 5 Minuten. Vielleicht kann man es irgendwo einstellen, müssen wir mal gucken. Und ihr seht jetzt hier, weil ich ja einen Stecker gezogen habe von BitX, ihr seht, ist rot, ist quasi nicht mehr erreichbar, sozusagen offline. Ja, wir können nochmal zurück zum Dashboard switchen. Das sieht natürlich auch cool aus, meines Erachtens nach. Seht ihr jetzt hier,
quasi die zwei Geschichten, die ich erstellt habe. Deepin 2, was haben wir eben laufen gehabt? Das war das eine Dashboard. Da haben wir keine Dienste. Das heißt, das können wir dann dementsprechend auch löschen und hier auf Deepin 2 seht ihr hier die ganze Geschichte. Teilweise beeinträchtigter Dienst, seht ihr hier, ist offline. Und hier die Aktualisierung, da muss ich mal gucken, ob man das eventuell auch noch ändern kann. Wie gesagt, es ist halt eben das erste Mal, dass ich hier dementsprechend arbeite damit. Seht ihr hier inaktiv, Einstellungen, müssen wir mal gucken, mal irgendwo das finden, wo man letztendlich das einstellen kann. Ja, Benachrichtigungen kann man natürlich auch, man kann sich benachrichtigen lassen, Monitorverlauf, so die letzten 180 Tage, Docker-Host, Sicherheit. Also man kann hier wirklich einiges einstellen, was das angeht. Sicherung geht natürlich auch. Erscheinungsbild. Ah, hier kann man es einstellen. Ah, hier habe ich es gefunden. Ah, seht ihr. Sieht doch mal ganz gut aus. Also ich finde es halt eben im Dark Mode ein bisschen besser. Benachrichtigungen, Proxy-Einstellung, Cloud-Ferntunnel. Also man kann wirklich einiges einstellen. Tags, Monitorverlauf. Genau, Docker-Host, Sicherheit. Ja, mir fehlt irgendwie so diese Einstellung, dass das Dashboard quasi sich schneller aktualisiert. Muss mal gucken, vielleicht kann man das im Dashboard selber noch mal irgendwo einstellen. Statusseiten Deepin 2. So, Statusseite bearbeiten. Sehen wir hier. Textanzeigen, Google. Ja, nee, hier kann man halt eben nicht wirklich das einstellen. Okay, finde ich echt komisch, sage ich jetzt mal. Die Aktualisierung ist erst wieder in 5 Minuten. Ja, das heißt, das ist natürlich jetzt nicht so pralle, sage ich mal, aber vielleicht kann man es irgendwo einstellen. Also ich bin mir sicher, dass man den Intervall irgendwo einstellen kann. Wahrscheinlich finde ich es jetzt auch gerade nicht. Ja, Leute, das soll es erstmal zu dem Thema gewesen sein. Ihr seht, das Ganze funktioniert. Die Installation war wirklich verhältnismäßig einfach und nutzt es halt eben dementsprechend als Monitoring-Geschichte. Ihr seht hier, funktioniert richtig gut. Ihr seht hier auch, Statusseite wird auch halt eben angezeigt, beeinträchtigter Dienst, weil der BitX quasi jetzt offline ist. Ich gucke nochmal, wie man den Aktualisierungsintervall einstellen kann. Und ja, ansonsten soll es das von mir gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Probiert es aus, macht's nach, testet es durch. Vielleicht ist es was für euch, vielleicht auch nicht. Das war's von mir. Bis die Tage. Bis später. Ciao.